Lektion 1: Frühjahrsputz. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, dass der Frühling endlich da ist? Hallo John, ja, ich bin so froh, dass der Winter vorbei ist. Das Wetter wird wärmer. Unbedingt. Mit der Ankunft des Frühlings denke ich darüber nach, zu Hause einen gründlichen Frühjahrsputz durchzuführen. Das ist eine tolle Idee. Es ist immer erfrischend, einen sauberen und organisierten Wohnraum zu haben. Ich stimme zu. Ich möchte damit beginnen, meinen Schrank aufzuräumen. Ich habe so viele Klamotten, die ich nicht mehr trage. Das ist ein guter Anfang. Ich schlage vor, jeden Artikel durchzugehen und zu entscheiden, ob Sie ihn noch benötigen oder möchten. Das macht Sinn. Ich lege die Kleidung, die ich spenden möchte, zur Seite und schaffe mehr Platz für die, die ich tatsächlich trage. Das ist ein kluger Ansatz. Wenn Sie schon dabei sind, könnten Sie auch die Fenster putzen, um mehr natürliches Licht hereinzulassen. Guter Punkt. Ich übersehe oft, die Fenster zu putzen, aber es kann einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, den Raum aufzuhellen. Absolut. Und vergessen Sie nicht, die Möbel abzustauben und die Teppiche abzusaugen, um den angesammelten Schmutz zu entfernen. Du hast recht. Ich werde dafür sorgen, dass alle Oberflächen gut abgewischt werden und die Böden gründlich gereinigt werden. Eine weitere Aufgabe, die Sie in Betracht ziehen könnten, ist die Organisation Ihrer Küchenschränke. Es ist eine großartige Gelegenheit, abgelaufene Lebensmittel loszuwerden. Das ist ein guter Vorschlag. Ich überprüfe alle Verfallsdaten und werfe alles weg, was nicht mehr sicher zu konsumieren ist. Und denken Sie daran, auch den Kühlschrank zu reinigen. Nehmen Sie alle Regale und Schubladen heraus und schrubben Sie sie gründlich. Das füge ich meiner Checkliste hinzu. Es ist wichtig, den Kühlschrank sauber zu halten und unangenehme Gerüche zu vermeiden. Vergessen Sie abschließend nicht, im Freien zu reinigen. Fegen Sie die Terrasse, reinigen Sie den Grill und bereiten Sie Ihren Garten für die Bepflanzung vor. Exzellente Idee. Ich kann es kaum erwarten, mehr Zeit im Freien zu verbringen, also werde ich sicherstellen, dass auch die Außenbereiche aufgeräumt werden. Das klingt nach einem umfassenden Frühjahrsputzplan. Viel Glück und ich hoffe, Sie genießen ein frisches und organisiertes Zuhause. Ich danke dir. Ich freue mich über Ihre Vorschläge. Ich freue mich auf ein sauberes und rennendes Gespräch. Lektion 2: Kreative Hobbys und Sport. Hallo Anna, ich habe an einem neuen Projekt gearbeitet. Willst du unsere Kreationen teilen? Hallo John. Klar, ich würde gerne sehen, woran du gearbeitet hast. Was hast du geschaffen? Ich habe geübt, Landschaften zu malen. Hier ist ein Bild von einem wunderschönen Sonnenuntergang, den ich auf Leinwand aufgenommen habe. Wow, das ist beeindruckend. Die Farben sind so lebendig und du hast wirklich die Essenz des Sonnenuntergangs eingefangen. Danke. Ich finde Malen eine großartige Möglichkeit, mich zu entspannen und meiner Kreativität Ausdruck zu verleihen. Was ist mit dir? Hast du irgendwelche kreativen Hobbys? Definitiv. Ich spiele gerne Gitarre. Es ermöglicht mir, mich zu entspannen und wunderschöne Melodien zu kreieren. Das klingt unglaublich. Ein Musikinstrument zu spielen ist eine wunderbare Art, sich auszudrücken. Das ist es wirklich. Musik kann Emotionen vermitteln, die Worte allein nicht vermitteln können. Es ist eine universelle Sprache.
Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist faszinierend, wie Kunst und Musik Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und Hintergründen verbinden können. Absolut. Es ist eine leistungsstarke Form der Kommunikation, die Barrieren überwindet. Apropos Verbindungen, treibst du gerne Sport? Ja, das tue ich. Ich bin ein großer Fußballfan. Ich schaue mir das Spiel gerne an und spiele es mit Freunden. Fußball ist ein fantastischer Sport. Es erfordert Teamwork, Strategie und körperliche Agilität. Genau. Es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben und ihre Koordination und Ausdauer zu verbessern. Ich selbst bevorzuge Basketball. Die Schnelllebigkeit des Spiels hält mich auf Trab und es macht viel Spaß. Basketball ist auch toll. Es geht um Präzision, Schießkünste und die Zusammenarbeit als Team. Auf jeden Fall. Sport hält uns nicht nur körperlich fit, sondern lehrt uns auch wichtige Lebenskompetenzen wie Disziplin und Sportlichkeit. Absolut. Sie bieten auch die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und dauerhafte Freundschaften aufzubauen. Das ist sehr wahr. Sport hat die Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen und ein Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ob durch kreative Hobbys oder Sport, Aktivitäten, die uns Spaß machen, sind für unser Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung. In der Tat. Es ist wichtig, dass wir uns Zeit für unsere Leidenschaften und Ziele nehmen, denn sie bringen Freude und Erfüllung in unser Leben. Gut gesagt. Lassen Sie uns weiterhin unsere Kreativität fördern und durch unsere Hobbys und Sportarten aktiv bleiben. Absolut. Lassen Sie uns weiter neue Wege erkunden und entdecken, um uns auszudrücken und gesund zu bleiben. Ich freue mich darauf. Danke fürs Teilen. Es war inspirierend, von Ihren kreativen Hobbys und Ihrer Liebe zum Sport zu hören. Lektion 3: Umgang mit Stress. Hallo Anna, wie läuft dein Tag? Mir ist aufgefallen, dass du vorhin etwas gestresst wirkst hast. Hallo John. Ja, ich fühle mich tatsächlich ein bisschen gestresst. In letzter Zeit ist viel los. Ich verstehe. Stress kann manchmal überwältigend sein. Was hat dich gestört? Nun, ich habe morgen eine große Präsentation auf der Arbeit und bin deswegen nervös. Das kann ich nachvollziehen. Vorträge können nervenaufreibend sein. Denken Sie daran, dass Vorbereitung der Schlüssel ist. Du hast recht. Ich habe daran gearbeitet, aber ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Atmen Sie tief durch und teilen Sie es in kleinere Aufgaben auf. Es wird dir helfen, konzentriert zu bleiben. Das ist eine gute Idee. Ich werde die verbleibenden Aufgaben priorisieren und sie nacheinander angehen. Es ist wichtig, auch Pausen einzulegen. Nehmen Sie sich Zeit, um sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Ja, ich neige dazu, das zu vergessen. Ich plane kurze Pausen ein, um etwas zu tun, das mir Spaß macht, zum Beispiel spazieren zu gehen. Gehen ist eine großartige Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen und Stress abzubauen. Es ist auch gut für Ihre körperliche Gesundheit. Absolut. Es ist bekannt, dass Bewegung Endorphine freisetzt, die die Stimmung verbessern und Stress reduzieren können. Apropos Stressabbau, haben Sie versucht, Achtsamkeit oder Meditation zu praktizieren?
Das habe ich nicht, aber ich habe großartige Dinge über sie gehört. Wie integrierst du sie in deine Routine? Ich nehme mir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um ruhig zu sitzen und mich auf meinen Atem zu konzentrieren. Es hilft mir, mich zu zentrieren. Das klingt einfach und effektiv. Ich werde es ausprobieren und sehen, ob es mir hilft, mich zu entspannen. Es ist einen Versuch wert. Darüber hinaus kann es wertvolle Unterstützung sein, mit jemandem über Ihren Stress zu sprechen. Du hast recht. Wenn ich meine Bedenken mit einem vertrauten Freund oder Familienmitglied teile, kann mir das helfen, eine Perspektive zu gewinnen. Genau. Manchmal kann es eine große Erleichterung sein, einfach seine Gefühle auszudrücken und jemandem zuzuhören. Ich schätze Ihre Unterstützung. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich jemanden habe, mit dem ich sprechen kann. Du bist willkommen. Denk dran, du bist damit nicht allein. Wir alle erleben von Zeit zu Zeit Stress. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich werde mein Bestes tun, um mit meinem Stress umzugehen und positiv zu bleiben. Das ist der Geist. Gehen Sie Schritt für Schritt vor, und ich glaube, Sie werden in Ihrer Präsentation großartig abschneiden. Ich schätze dein Vertrauen in mich. Ihre Worte ermutigen mich, weiter voranzukommen. Du schaffst das. Bleib konzentriert, pass auf dich auf und vergiss nicht, deine Erfolge zu feiern. Lektion 4: Kommunikationskanäle. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, wie sich die Kommunikation mit dem Aufkommen von Chatbots und sozialen Medien verändert hat? Hallo John. Absolut. Chatbots und soziale Medien haben die Art und Weise, wie wir uns mit anderen verbinden, revolutioniert. Es ist faszinierend, wie Chatbots sofortige Antworten und Unterstützung bieten und die Kommunikation effizienter gestalten können. Definitiv. Sie sind rund um die Uhr verfügbar und können einfache Anfragen bearbeiten, sodass menschliche Mitarbeiter für komplexere Probleme Zeit haben. Das ist wahr. Es ist praktisch, schnell auf Informationen und Support zuzugreifen, ohne in langen Warteschlangen stehen zu müssen. Soziale Medien haben auch die Kommunikation verändert. Es ermöglicht uns, mit Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Unbedingt. Wir können unsere Gedanken, Erfahrungen und Fotos mit nur wenigen Klicks teilen und so ein breites Publikum erreichen. Und es geht nicht nur um persönliche Verbindungen. Viele Unternehmen nutzen soziale Medien, um mit Kunden in Kontakt zu treten und für ihre Produkte zu werben. Du hast recht. Social-Media-Plattformen bieten ein leistungsstarkes Marketinginstrument, mit dem sie einen großen Kundenstamm erreichen können. Außerdem ermöglichen uns soziale Medien, an Online-Communities teilzunehmen und an Diskussionen zu verschiedenen interessanten Themen teilzunehmen. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, Ideen auszutauschen und aus verschiedenen Perspektiven zu lernen und so unser Wissen und Verständnis zu erweitern. Es ist jedoch wichtig, die Informationen, die wir teilen, und die möglichen Auswirkungen auf unsere Privatsphäre zu berücksichtigen. Absolut. Wir sollten immer vorsichtig sein und uns der Sicherheitseinstellungen und Datenschutzrichtlinien auf Social-Media-Plattformen bewusst sein. Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist das Potenzial von Missverständnissen durch schriftliche Nachrichten. Es ist wichtig, klar und präzise zu sein. Das ist wahr. Ohne den Vorteil nonverbaler Hinweise können Botschaften falsch interpretiert werden, was zu Missverständnissen führt. Emojis und GIFs können dazu beitragen,
textbasierten Konversationen Kontext und Ton zu verleihen und sie ausdrucksvoller zu machen. Auf jeden Fall. Visuelle Elemente können unsere Online-Kommunikation verbessern und sie ansprechender und unterhaltsamer machen. Erwähnenswert ist auch, dass persönliche Kommunikation und Telefonanrufe immer noch ihren Platz beim Aufbau starker Beziehungen haben. Absolut. Direkte Interaktion ermöglicht ein besseres Verständnis und die Fähigkeit, Emotionen effektiver zu vermitteln. Die ausgewogene Nutzung verschiedener Kommunikationskanäle ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung sinnvoller Verbindungen im heutigen digitalen Zeitalter. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, diese Tools anzupassen und zu nutzen und gleichzeitig traditionelle Kommunikationsformen zu schätzen. Genau. Indem wir Chatbots, soziale Medien und andere Kanäle achtsam nutzen, können wir unser Kommunikationserlebnis verbessern. Gut gesagt. Lassen Sie uns diese Kommunikationskanäle weiter erkunden und nutzen, um effektiv mit anderen in Kontakt zu treten und mit ihnen in Kontakt zu treten. Absolut. Es ist eine aufregende Zeit, Teil dieses digitalen Zeitalters zu sein und sein Potenzial für sinnvolle Interaktionen zu nutzen. Ich freue mich darauf. Vielen Dank, dass Sie die Auswirkungen von Chatbots und sozialen Medien auf die Kommunikation erörtert haben. Lektion 5: Abenteuer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Hallo Anna, bist du schon einmal mit öffentlichen Verkehrsmitteln gereist? Ich hatte gestern eine interessante Erfahrung. Hallo John. Ja, ich habe schon einmal öffentliche Verkehrsmittel genommen. Erzähl mir von deinem Abenteuer. Nun, ich bin während der Hauptverkehrszeit in einen überfüllten Bus gestiegen, und es war ein ziemliches Abenteuer, einen Sitzplatz zu finden. Oh, das kann ich mir vorstellen. In den Hauptverkehrszeiten können die Busse sehr voll werden, und es kann eine Herausforderung sein, einen Sitzplatz zu finden. In der Tat. Am Ende stand ich die meiste Zeit der Reise im Stehen, aber das gab mir die Möglichkeit, meine Umgebung zu beobachten. Das ist ein Vorteil des öffentlichen Verkehrs. Sie können die Stadt und ihre Menschen aus nächster Nähe sehen. Unbedingt. Mir sind Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen aufgefallen, jeder mit seinen eigenen einzigartigen Geschichten. Öffentliche Verkehrsmittel bieten einen Einblick in die Vielfalt und Lebendigkeit einer Stadt. Das tut es. Ich hatte auch die Gelegenheit, ein Gespräch mit einem Mitreisenden aufzunehmen. Das ist großartig. Öffentliche Verkehrsmittel können ein Ort für unerwartete Interaktionen und das Herstellen neuer Verbindungen sein. Ja, es war faszinierend, von ihren Erfahrungen zu hören und während der Reise etwas Neues zu lernen. Öffentliche Verkehrsmittel können eine großartige Quelle sein, um zu lernen und unseren Horizont zu erweitern. Definitiv. Außerdem ist das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln oft günstiger als mit anderen Verkehrsmitteln. Das ist ein erheblicher Vorteil. Es macht es einem breiteren Spektrum von Menschen zugänglich. Absolut. Es hilft, Verkehrsstaus zu reduzieren und trägt zu einer nachhaltigeren Umwelt bei. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist eine verantwortungsvolle Entscheidung, von der sowohl der Einzelne als auch die Gemeinschaft profitieren. Ich stimme zu. Es ist auch eine Gelegenheit, sich zu entspannen und jemand anderen das Fahren übernehmen zu lassen, während sie die Fahrt genießen. Das ist wahr. Sie können lesen, Musik hören oder sich einfach einen Moment Zeit nehmen, um sich zu entspannen.
Es ist eine andere Erfahrung als beim Autofahren, bei dem man sich auf die Straße konzentrieren muss. Öffentliche Verkehrsmittel bieten ein Gefühl von Freiheit und ermöglichen es Ihnen, in die Umgebung einzutauchen. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit, die Stadt zu erkunden, ohne lästig zu parken oder im Stau stecken zu bleiben. Absolut. Es ist ein Abenteuer für sich, durch verschiedene Stadtteile und Sehenswürdigkeiten zu navigieren. Nun, Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann ein ziemliches Erlebnis sein. Ich ermutige Sie, es auszuprobieren. Danke. Deine Geschichte hat mich dazu inspiriert, die Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erkunden. Das klingt aufregend. Ich freue mich, das zu hören. Genießen Sie Ihre Abenteuer mit öffentlichen Verkehrsmitteln und denken Sie daran, die Reise auf sich zu nehmen. Lektion 6: Kulinarische Kreationen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, ein neues Rezept auszuprobieren. Das wäre toll. Welche Zutaten brauchen wir? Hallo John. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Für ein köstliches Nudelgericht benötigen wir Pasta, Olivenöl, Knoblauch, Tomaten, Basilikum und Parmesankäse. Klingt köstlich. Brauchen wir eine bestimmte Nudelsorte oder reicht eine andere Sorte aus? Jede Sorte funktioniert, aber Spaghetti oder Penne sind beliebte Optionen für dieses Rezept. Hervorragend. Was ist mit den Tomaten? Sollen wir frische oder konservierte verwenden? Frische Tomaten wären ideal für einen frischeren Geschmack, aber auch Tomatenkonserven können funktionieren, wenn keine frischen verfügbar sind. Gut zu wissen. Und wie steht's mit dem Basilikum? Können wir es durch ein anderes Kraut ersetzen? Basilikum verleiht einen ausgeprägten Geschmack, aber wenn Sie ihn nicht haben, können Sie stattdessen versuchen, Petersilie oder Oregano zu verwenden. Das ist hilfreich. Wie viel Parmesankäse sollten wir verwenden? Und können wir irgendeinen anderen Käse als Ersatz verwenden? Für diesen herzhaften Geschmack können Sie etwa eine halbe Tasse Parmesankäse reiben. Wenn Sie keinen Parmesan haben, können Sie Pecorino oder Romano-Käse als Alternative verwenden. Perfekt. Also, was ist unsere Kochmethode? Gibt es bestimmte Schritte, die wir befolgen müssen? Kochen Sie zuerst die Nudeln gemäß den Anweisungen in der Packung. Während die Nudeln kochen, erhitzen Sie Olivenöl in einer Pfanne und braten Sie den gehackten Knoblauch goldbraun an. Dann fügen Sie gehackte Tomaten hinzu und kochen sie, bis sie weich sind. Zum Schluss die gekochten Nudeln mit der Tomatenmischung vermischen, mit Basilikum und geriebenem Parmesankäse bestreuen. Das klingt relativ einfach. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Gibt es noch etwas, das wir beachten sollten? Ja, denken Sie daran, je nach Geschmack mit Salz und Pfeffer zu würzen. Sie können auch eine Prise rote Paprikaflocken hinzufügen, wenn Sie etwas Hitze mögen. Ich hab's. Danke, dass du mich durch das Rezept geführt hast. Ich schätze deine Hilfe. Lektion 7: Aushandeln von Zahlungsbedingungen. Hallo Anna, können wir die Zahlungsbedingungen für unser Projekt besprechen? Hallo John. Klar, was sind deine Gedanken zu den Zahlungsbedingungen? Ich habe darüber nachgedacht, es in Raten aufzuteilen. Auf diese Weise können wir unseren Cashflow besser verwalten. Was denkst du?
Das klingt vernünftig. Wie viele Raten schlagen Sie vor und innerhalb welchem Zeitrahmen? Ich dachte darüber nach, es in 3 gleiche Raten aufzuteilen, die jeden Monat ab Projektbeginn zu zahlen sind. Funktioniert das für dich? 3 Raten, verteilt auf 3 Monate, sollten überschaubar sein. Ich würde es jedoch vorziehen, wenn wir einen kürzeren Zeitrahmen aushandeln könnten, beispielsweise 2 Monate. Was denkst du? Ich verstehe, dass Sie einen kürzeren Zeitrahmen bevorzugen. Lassen Sie uns einen Kompromiss eingehen und uns auf 2 Raten einigen, wobei die erste Zahlung zu Projektbeginn fällig ist und die zweite Zahlung einen Monat später fällig ist. Wäre das akzeptabel? Das klingt für mich fair. Solange der Gesamtbetrag in 2 Raten aufgeteilt wird, stimme ich Ihrem Vorschlag zu. Großartig. Lassen Sie uns nun die Zahlungsmethoden besprechen. Wie möchten Sie die Zahlungen erhalten? Ich bevorzuge Banküberweisungen, da sie bequem und sicher sind. Könnten wir eine direkte Banküberweisung für die Zahlungen einrichten? Absolut. Banküberweisungen funktionieren auch für mich gut. Wir können unsere Bankkontodaten austauschen und einen reibungslosen Transaktionsablauf sicherstellen. Das funktioniert für mich. Lassen Sie uns unsere Bankkontoinformationen sicher austauschen. Wir können auch eine Klausel in den Vertrag aufnehmen, um die Finanzinformationen beider Parteien zu schützen. Das ist ein vernünftiger Vorschlag. Wir sollten der Datensicherheit Priorität einräumen und eine Vertraulichkeitsklausel in den Vertrag aufnehmen. Ich werde dafür sorgen, dass es aufgenommen wird. Vielen Dank, dass Sie den Aspekt der Vertraulichkeit berücksichtigt haben. Es ist wichtig, unsere persönlichen und finanziellen Daten zu schützen. Ich stimme voll und ganz zu. Wir wollen ein professionelles und sicheres Arbeitsverhältnis gewährleisten. Ich entwerfe den Vertrag mit den vereinbarten Zahlungsbedingungen und der Vertraulichkeitsklausel. Vielen Dank, dass Sie bei der Vorbereitung des Vertrags die Führung übernommen haben. Wenn Sie fertig sind, teilen Sie es mir bitte mit, damit ich es vor der Unterzeichnung überprüfen kann. Das werde ich tun. Ich werde Ihnen den Vertrag in den nächsten Tagen zur Überprüfung zusenden. Wenn Sie weitere Vorschläge oder Bedenken haben, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich schätze Ihr schnelles Handeln. Ich werde den Vertrag sorgfältig prüfen und mich mit Vorschlägen oder Klarstellungen bei Ihnen melden. Ich danke dir. Ich schätze Ihren Beitrag und freue mich darauf, die Zahlungsbedingungen festzulegen und das Projekt voranzutreiben. Ebenso. Ich schätze Ihre Zusammenarbeit und Professionalität. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit sicherzustellen. Absolut. Machen wir daraus eine fruchtbare Partnerschaft. Ich melde mich bald mit dem Vertrag. Hab einen schönen Tag. Lektion 8: Erkundung des Pineview Nationalparks. Hallo Anna, hast du vom Pineview Nationalpark gehört? Es ist nur eine 2-stündige Fahrt von hier entfernt. Hallo John. Nein, ich habe noch nichts davon gehört. Was macht den Pineview Nationalpark so besonders? Nun, es gibt einen namens Pineview Nationalpark, der für seine atemberaubende natürliche Schönheit bekannt ist. Es ist ein großartiger Ort zum Wandern, Campen und Beobachten von Wildtieren. Das klingt unglaublich. Ich liebe es, die Natur zu erkunden. Welche Art von Wildtieren können wir dort erwarten? Der Pineview Nationalpark beherbergt verschiedene Wildtierarten wie Hirsche, Füchse und sogar einige seltene Vogelarten. Es ist ein Paradies für Naturliebhaber.
Ich freue mich sehr, eine so vielfältige Tierwelt aus nächster Nähe zu sehen. Gibt es im Park geführte Touren oder Wanderwege? Ja, es gibt geführte Touren und gut ausgeschilderte Wanderwege im Park. Sie bieten informative Erlebnisse und sorgen dafür, dass wir die Highlights des Parks nicht verpassen. Das ist fantastisch. Ich bevorzuge es, einen Führer zu haben, der Einblicke in die Flora und Fauna des Parks geben kann. Sind die Touren täglich verfügbar? Die Führungen sind täglich verfügbar, aber es ist eine gute Idee, den Zeitplan zu überprüfen und im Voraus zu buchen, um sich einen Platz zu sichern. Ich werde sicherstellen, dass ich im Voraus plane und eine Führung buche. Gibt es bestimmte Attraktionen oder Aussichtspunkte, die wir nicht verpassen sollten? Unbedingt. Eine der Attraktionen, die man unbedingt besuchen muss, ist ein atemberaubender Wasserfall namens Cascade Falls. Es ist ein perfekter Ort zum Fotografieren und Entspannen. Ein Wasserfall klingt unglaublich. Ich kann mir vorstellen, dort einige atemberaubende Fotos zu machen. Ist es von den Hauptwegen aus leicht zugänglich? Ja, die Cascade Falls sind von den Hauptwegen aus leicht zu erreichen, sodass wir nicht die ausgetretenen Pfade verlassen müssen, um ihre Schönheit zu genießen. Das ist praktisch. Ich freue mich darauf, die Cascade Falls zu besuchen und ihre Schönheit durch mein Kameraobjektiv einzufangen. Es wird ein unvergessliches Erlebnis sein. Darüber hinaus gibt es einen ruhigen See namens Pineview Lake, an dem wir Boot fahren und angeln können. Oh, ich liebe es, in der Nähe des Wassers zu sein. Bootfahren und Angeln klingen nach einer großartigen Möglichkeit, sich zu entspannen und in die Ruhe des Parks einzutauchen. Absolut. Der Pineview Lake bietet eine ruhige und malerische Umgebung für diese Aktivitäten. Es ist ein perfekter Ort, um sich zu entspannen und sich mit der Natur zu verbinden. Ich kann es kaum erwarten, den Pineview Nationalpark jetzt zu erkunden. Es scheint ein verstecktes Juwel zu sein, das nur eine kurze Autofahrt entfernt ist. Danke, dass du das mit mir geteilt Du hast. bist willkommen. Ich freue mich, Ihnen den Pineview Nationalpark vorstellen zu können. Es ist ein Ort, der die Wunder der Natur wirklich zur Schau stellt. Ich freue mich über Ihre Empfehlung. Lassen Sie uns bald eine Reise planen und in die Schönheit des Pineview Nationalparks eintauchen. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns das verwirklichen und unvergessliche Erinnerungen inmitten der Pracht der Natur schaffen. Ich freue mich. Die Natur hat so viel zu bieten, und ich bin dankbar, dass wir die Gelegenheit haben, sie zu erkunden und zu schätzen. Lass uns anfangen, unsere Reise zu planen. Einverstanden. Lassen Sie uns mit der Planung beginnen und uns auf eine abenteuerliche Reise im Pineview Nationalpark vorbereiten. Lektion 9: Planung einer Outdoor-Reise. Hallo Anna, ich bereite mich auf unseren Outdoor-Ausflug vor. Ich habe das Zelt, die Schlafsäcke und das Insektenschutzmittel eingepackt. Die bringe ich auch mit. Sollten wir sonst noch etwas in Betracht ziehen? Hallo John. Hört sich an, als wärst du gut vorbereitet. Vergiss nicht, ein Erste-Hilfe-Set mitzubringen. Für Notfälle ist es wichtig, grundlegende medizinische Vorräte zur Verfügung zu haben. Das ist ein gutes Argument. Sicherheit sollte immer Priorität haben. Ich werde sicherstellen, dass ein Erste-Hilfe-Set mit Bandagen, Antiseptika und anderen notwendigen Gegenständen mitgeliefert wird. Großartig! Vergessen wir außerdem nicht, genug Essen und Wasser für unsere Reise einzupacken. Es ist wichtig, bei Outdoor-Aktivitäten hydratisiert und voller Energie zu bleiben. Absolut. Ich bringe einen tragbaren Wasserfilter und ein paar Energieriegel mit. Auf diese Weise können wir sauberes Trinkwasser und bei Bedarf einen schnellen Snack zu uns nehmen.
Perfekt. Es ist wichtig, hydratisiert und genährt zu bleiben, besonders bei körperlichen Aktivitäten. Wir sollten auch alle diätetischen Einschränkungen oder Präferenzen berücksichtigen. Du hast recht. Es ist wichtig, allen Ernährungsbedürfnissen gerecht zu werden. Ich werde mich bei allen noch einmal erkundigen, um sicherzustellen, dass wir geeignete Essensoptionen haben. Das ist rücksichtsvoll von dir. Es ist wichtig, das Wohlbefinden aller zu priorisieren und sicherzustellen, dass sich jeder wohl und inkludiert fühlt. Auf jeden Fall. Neben dem Nötigsten sollten wir auch einige Unterhaltungsmöglichkeiten wie Brettspiele oder ein Kartenspiel für die Ausfallzeiten mitbringen. Das ist eine tolle Idee. Es macht immer Spaß, während der Reise einige Unterhaltungsmöglichkeiten für Entspannungs- und Bindungsmomente zu haben. Absolut. Es ist wichtig, nicht nur die Outdoor-Aktivitäten zu genießen, sondern auch die Gesellschaft unserer Mitreisenden. Ich stimme voll und ganz zu. Bei einer erfolgreichen Reise geht es nicht nur um das Reiseziel, sondern auch um die Erinnerungen, die wir mit den Menschen schaffen, mit denen wir zusammen sind. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich freue mich darauf, während dieser Reise unvergessliche Erinnerungen zu schaffen und unsere Bindung zu stärken. Ich auch. Outdoor-Abenteuer bringen Menschen näher zusammen und schaffen dauerhafte Verbindungen. Es wird eine tolle Erfahrung sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns das Beste aus dieser Gelegenheit machen und gemeinsam die Schönheit der Natur genießen. Absolut. Lassen Sie uns dieses Abenteuer mit Begeisterung und Offenheit angehen. Ich freue mich darauf, Neues zu erforschen und zu entdecken. Ebenso. Machen wir diese Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Lachen, Erkundung und einem Gefühl der Kameradschaft. Ich hätte es nicht besser sagen können. Lass uns rausgehen und ein paar unglaubliche Erinnerungen sammeln. Ich kann es kaum erwarten, diese Reise zu beginnen. Die Vorfreude steigt. Machen Sie sich bereit für ein unvergessliches Erlebnis. Machen wir es möglich. Lektion 10: Gemütlicher Hüttenurlaub. Hallo Anna, ich habe über unseren nächsten Kurzurlaub nachgedacht. Wie wäre es mit einem gemütlichen Hüttenurlaub in den Bergen? Hallo John. Das klingt aufregend. Ich liebe die Idee, in eine friedliche Hütte inmitten der Natur zu fliehen. Was ist deine Vision für dieses Retreat? Ich stelle mir eine bezaubernde Hütte inmitten hoch aufragender Bäume vor, mit einem gemütlichen Kamin und einem malerischen Blick auf die Berge. Das klingt absolut entzückend. Ein Rückzugsort in einer Hütte wäre die perfekte Gelegenheit, sich zu entspannen und wieder mit der Natur in Kontakt zu treten. Genau. Es ist eine Gelegenheit, dem Trubel der Stadt zu entfliehen und die Ruhe und Schönheit der Berge zu genießen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, Pausen von unserem geschäftigen Leben einzulegen und Trost in der Umarmung der Natur zu finden. Absolut. Die Natur hat die Möglichkeit, unseren Geist zu verjüngen und unserem Geist ein Gefühl von Frieden und Klarheit zu verleihen. Ich stimme voll und ganz zu. Also, haben Sie einen bestimmten Ort für diesen Hüttenurlaub im Sinn? Ich habe von einer ruhigen Bergstadt namens Whispering Pines gehört. Es ist bekannt für seine atemberaubende Aussicht und seine gemütlichen Hüttenvermietungen. Whispering Pines klingt nach dem perfekten Ort für unseren Rückzugsort. Ich kann mir schon vorstellen, mit den beruhigenden Geräuschen der Natur aufzuwachen. Genau das hatte ich mir vorgestellt.
Tagsüber können wir wandern gehen und es uns abends am Kamin gemütlich machen. Zählen Sie auf mich. Die Wanderwege zu erkunden und in die Schönheit der Umgebung einzutauchen, klingt nach einem wunderbaren Abenteuer. Ich freue mich, dass du so aufgeregt bist. Wir können uns auch nachts der Sternenbeobachtung hingeben. Abseits der Lichter der Stadt wird der Himmel ein faszinierender Anblick sein. Oh, ich liebe Sternenbeobachtung. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Weiten des Universums zu schätzen und ein Gefühl von Ehrfurcht und Staunen zu verspüren. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist eine demütigende Erfahrung, die Schönheit des Nachthimmels zu erleben und unseren Platz im Universum zu erkennen. Absolut. Es erinnert uns daran, wie verbunden wir mit der Natur und den Wundern sind, die dahinter liegen. In der Tat. Und tagsüber können wir die Stadt erkunden, lokale Geschäfte besuchen und köstliche Mahlzeiten in gemütlichen Restaurants genießen. Das klingt nach einer perfekten Mischung aus Abenteuer und Entspannung. Die Erkundung der Stadt gibt uns einen Vorgeschmack auf die lokale Kultur und Küche. Absolut. Es ist immer wieder faszinierend, in neue Erfahrungen einzutauchen und verschiedene Traditionen kennenzulernen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Reisen ermöglicht es uns, unseren Horizont zu erweitern und ein tieferes Verständnis der Welt um uns herum zu erlangen. Gut gesagt. Ich glaube, dieser gemütliche Rückzugsort in der Hütte bietet uns die perfekte Gelegenheit, genau das zu tun. Ich könnte nicht aufgeregter sein. Lassen Sie uns diesen Rückzugsort planen und inmitten der Ruhe von Whispering Pines wunderschöne Erinnerungen schaffen. Ich freue mich, dass du an Bord bist. Dieses Retreat wird eine wunderbare Flucht aus dem Alltag sein. Lass es uns geschehen lassen. Absolut. Lassen Sie uns dieses Retreat Wirklichkeit werden lassen und uns auf eine unvergessliche Reise der Entspannung, des Abenteuers und der Selbstfindung begeben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Machen Sie sich bereit für ein unglaubliches Erlebnis inmitten der Schönheit der Natur. Whispering Pines, wir kommen. Lektion 11: Tipps zur Pflanzenpflege. Hallo Anna, mir ist aufgefallen, dass unsere Pflanzen gut wachsen. Ja, stellen Sie sicher, dass Sie sie umtopfen, wenn sie aus Ihren Behältern herauswachsen. Hallo John. Du hast recht, unsere Pflanzen gedeihen. Das Umtopfen ist entscheidend, um ihr kontinuierliches Wachstum und ihre Gesundheit zu gewährleisten. Absolut. Wann sollten wir anfangen, sie umzutopfen? Hast du irgendwelche Tipps, wie man das richtig macht? Am besten topfen Sie Pflanzen um, wenn sie wurzelgebunden erscheinen oder wenn der aktuelle Topf zu klein für ihr Wachstum ist. Was die Tipps angeht, so können wir Folgendes tun. Das ist hilfreich. Also, was ist der erste Schritt beim Umtopfen unserer Pflanzen? Zuerst müssen wir einen neuen Topf wählen, der etwas größer ist als der aktuelle. Es sollte Drainagelöcher haben, um Staunässe zu vermeiden. Ich hab's. Also, wenn wir den neuen Topf haben, was ist der nächste Schritt? Vor dem Umtopfen sollten wir den neuen Topf vorbereiten, indem wir am Boden eine Schicht kleiner Steine oder zerbrochener Keramik hinzufügen. Das hilft bei der Entwässerung. Das ist ein guter Tipp. Eine ausreichende Drainage ist unerlässlich, um Wurzelfäule vorzubeugen und die allgemeine Gesundheit der Pflanze zu gewährleisten. Absolut. Jetzt ist es an der Zeit, die Pflanze aus ihrem aktuellen Topf zu nehmen. Klopfen Sie vorsichtig auf die Seiten, um den Boden zu lockern, und heben Sie ihn vorsichtig heraus. Sollen wir den ganzen alten Boden entfernen oder können wir etwas davon zurücklassen?
Am besten entfernen Sie etwa ein Drittel der alten Erde, um Platz für frische Blumenerde zu schaffen. Dies hilft, Nährstoffe wieder aufzufüllen und die Drainage zu verbessern. Das macht Sinn. Also, welche Art von Blumenerde sollten wir verwenden? Wir sollten eine gut durchlässige Blumenerde verwenden, die speziell für die Art der Pflanzen, die wir haben, entwickelt wurde. Sie liefert die notwendigen Nährstoffe. Gut zu wissen. Müssen wir die Pflanze sofort gießen, nachdem wir die Blumenerde hinzugefügt haben? Gießen Sie die Pflanze am besten nach dem Umtopfen. Dies hilft, den Boden zu stabilisieren und sorgt für einen guten Kontakt zwischen den Wurzeln und der neuen Mischung. Das ist wichtig. Wie oft sollten wir die umgetopften Pflanzen gießen? Nach dem Umtopfen sollten wir die Pflanzen gründlich gießen und dann die Bodenfeuchte überwachen. Gießen Sie, wenn sich der obere Zentimeter der Erde trocken anfühlt. Ich behalte die Bodenfrüchte im Auge. Gibt es noch andere Pflegetipps, die wir nach dem Umtopfen beachten sollten? Ja, es ist wichtig, die umgetopften Pflanzen an einem geeigneten Ort mit der richtigen Menge an Sonnenlicht für ihre spezifischen Bedürfnisse zu platzieren. Daher sollten wir den Lichtbedarf jeder Pflanze berücksichtigen und geeignete Standorte finden, an denen sie gedeihen können. Genau. Außerdem ist es eine gute Idee, die Pflanzen nicht sofort nach dem Umtopfen zu düngen. Geben Sie ihnen Zeit, sich zuerst anzupassen. Das ist ein wertvoller Tipp. Geduld ist entscheidend, wenn es darum geht, dass sich die Pflanze in ihrem neuen Zuhause einleben kann. Absolut. Wenn Sie diese Schritte befolgen und für die richtige Pflege sorgen, sollten unsere umgetopften Pflanzen weiterhin gedeihen und wachsen. Ich bin dankbar für Ihre Anleitung. Unsere Pflanzen werden sicherlich von diesen Pflegetipps profitieren. Danke. Lektion 12: Online-Lieferung von Lebensmitteln. Hallo Anna, ich habe online ein tolles Restaurant gefunden. Geben Sie jetzt die Bestellung auf und wir lassen uns ein köstliches Essen direkt an unsere Haustür liefern. Hallo John. Das klingt fantastisch. Ich kann es kaum erwarten, mir köstliches Essen zu gönnen. Welche Gerichte haben Ihre Aufmerksamkeit erregt? Sie haben eine Vielzahl von Optionen. Ich denke darüber nach, Ihre charakteristische Pizza und knusprige Hühnerflügel zu bestellen. Auf was hast du Lust? Oh, Pizza und Chicken Wings klingen perfekt. Ich habe auch Lust auf Knoblauchbrot und einen erfrischenden Salat. Lassen Sie uns diese auch zur Bestellung hinzufügen. Tolle Idee. Eine komplette Mahlzeit mit all unseren Favoriten. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Wählen wir nun die Größen und alle zusätzlichen Toppings oder Saucen aus, die wir für unsere Bestellung anpassen möchten. Absolut. Ich nehme eine große Pizza mit extra viel Käse und Peperoni. Und für die Flügel nehmen wir eine Mischung aus Barbecue und Büffelsauce. Klingt köstlich. Für das Knoblauchbrot fügen wir einige Kräuter und geschmolzenen Mozzarella-Käse hinzu. Und für den Salat bevorzuge ich Balsamico-Dressing. Perfekte Entscheidungen. Unsere Bestellung wird eine köstliche Geschmackskombination sein. Lassen Sie uns nun zur Kasse gehen. Sicher. Ich gebe unsere Lieferadresse ein und wähle die Zahlungsmethode aus. Sie bieten Nachname und Online-Zahlungsoptionen an. Lassen Sie uns der Einfachheit halber die Online-Zahlungsoption verwenden. Sobald wir die Bestellung abgeschlossen haben, können wir den Fortschritt verfolgen und gespannt auf Ihre Ankunft warten.
Das klingt aufregend. Es macht immer Spaß, die Lieferung zu verfolgen und den Moment zu antizipieren, in dem unser Essen ankommt. In der Tat. Das erhöht die Vorfreude und macht das ganze Erlebnis noch angenehmer. Ich kann es kaum erwarten, die Aromen und Geschmacksrichtungen unserer ausgewählten Gerichte zu erleben. Es wird ein Fest für die Sinne. Absolut. Und das Beste daran ist, dass wir dieses kulinarische Abenteuer bequem von zu Hause aus genießen können. Das ist das Schöne an der Online-Lieferung von Lebensmitteln. Es bringt das Restauranterlebnis direkt vor unsere Haustür und macht es bequem und angenehm. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist eine wunderbare Art, uns etwas Gutes zu tun und verschiedene Küchen zu entdecken, ohne das Haus zu verlassen. Ich bin dankbar für die Bequemlichkeit und Vielfalt, die die Online-Lieferung von Lebensmitteln bietet. Es ist ein moderner Luxus, der unser kulinarisches Erlebnis verbessert. Mir geht es genauso. Lassen Sie uns jetzt gespannt darauf warten, dass unsere köstliche Mahlzeit eintrifft. Ich bin sicher, das Warten wird sich lohnen. Absolut. Ich kann mir schon vorstellen, welche herrlichen Aromen unser Zuhause erfüllen. Es wird ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis sein. Ich freue mich. Unser Online-Abenteuer mit der Lieferung von Lebensmitteln erwartet Sie. Lassen Sie uns jeden Bissen genießen und diesen besonderen Leckerbissen genießen. Lektion 13: Einen Termin vereinbaren. Hallo Anna, ich muss einen wichtigen Termin vereinbaren. Hast du irgendwelche Vorschläge, wie das geht? Hallo John. Klar, du bist auf dem richtigen Weg. Am besten wenden Sie sich direkt an den Dienstanbieter. Sie können Sie durch den Prozess führen. Das macht Sinn. Dann mache ich morgen einen Termin. Was sollte ich beachten, bevor ich Sie kontaktiere? Stellen Sie vor dem Anruf sicher, dass Sie alle erforderlichen Informationen zur Hand haben, zum Beispiel Ihre Verfügbarkeit, Ihr bevorzugtes Datum und alle spezifischen Anforderungen. Guter Punkt. Wenn Sie vorbereitet sind, können Sie den Terminplanungsprozess optimieren. Ich werde vorher alle Details zusammenstellen. Hervorragend! Seien Sie höflich und kommunizieren Sie Ihre Bedürfnisse klar und deutlich, wenn Sie anrufen. Sie werden Ihre Klarheit zu schätzen wissen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Höflichkeit und klare Kommunikation sind bei allen beruflichen Interaktionen wichtig. Absolut. Wenn Sie jetzt mit Ihnen sprechen, erkundigen Sie sich nach Ihrer Verfügbarkeit und prüfen Sie, ob Sie Ihren bevorzugten Termin einhalten können. Das ist ein entscheidender Schritt. Es ist wichtig, einen für beide Seiten günstigen Termin zu finden, um sicherzustellen, dass der Termin für beide Parteien funktioniert. Genau. Wenn Ihr bevorzugtes Datum nicht verfügbar ist, seien Sie offen dafür, alternative Optionen zu prüfen, die für Sie und den Dienstanbieter geeignet sind. Flexibilität ist in solchen Situationen entscheidend. Ich werde unvoreingenommen bleiben und bei Bedarf nach anderen verfügbaren Terminen suchen. Tolle Denkweise. Sobald Sie sich auf ein Datum und eine Uhrzeit geeinigt haben, bestätigen Sie die Einzelheiten wie Ort, Dauer und alle notwendigen Vorbereitungen. Die Bestätigung der Angaben ist wichtig, um Missverständnisse oder Verwirrung zu vermeiden. Ich werde sicherstellen, dass alles klar ist, bevor ich den Termin abschließe. Das ist ein kluger Ansatz. Die Überprüfung der Details gewährleistet ein reibungsloses Erlebnis für beide Beteiligten. Absolut.
Bevor Sie den Anruf beenden, bedanken Sie sich jetzt für Ihre Unterstützung und bestätigen Sie alle weiteren Schritte oder erforderlichen Unterlagen. Dankbarkeit auszudrücken und ihre Hilfe anzuerkennen, ist eine höfliche Geste. Es hinterlässt einen positiven Eindruck und hilft, eine gute Beziehung aufzubauen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Dankbarkeit trägt wesentlich zur Förderung positiver Beziehungen zu Dienstleistern bei. In der Tat. Mit diesen Tipps im Hinterkopf bin ich zuversichtlich, dass Sie Ihren Termin reibungslos und effizient vereinbaren werden. Vielen Dank für Ihre Anleitung. Ihr Rat war von unschätzbarem Wert. Ich werde es in die Praxis umsetzen, wenn ich morgen den Termin vereinbare. Lektion 14: Produktivitätstipps. Hallo Anna, ich fühle mich in letzter Zeit etwas überfordert von der Arbeit. Haben Sie Vorschläge, wie Sie die Produktivität steigern können? Hallo John. Kurze Pausen können die Produktivität tatsächlich verbessern. Haben Sie darüber nachgedacht, eine 5-minütige Pause in Ihre Routine aufzunehmen? Das ist eine interessante Idee. Ich habe immer gezögert, Pausen einzulegen, aber ich könnte es versuchen. Wie kann es helfen? Nun, kurze Pausen können helfen, den Kopf frei zu bekommen und neue Energie zu tanken. Sie beugen Burnout vor und verbessern die Konzentration, wenn Sie zur Arbeit zurückkehren. Ich sehe jetzt den Vorteil. Das klingt nach einer einfachen, aber effektiven Methode, um die Produktivität den ganzen Tag über aufrechtzuerhalten. Absolut. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Erholung zu finden. Kurze Pausen können Ihnen helfen, Ihr Produktivitätsniveau aufrechtzuerhalten. Das macht Sinn. Also, welche Aktivitäten empfehlen Sie während dieser kurzen Pausen, um das Beste daraus zu machen? Es gibt verschiedene Aktivitäten, die Sie ausprobieren können. Du könntest dich denen einen kurzen Spaziergang machen, Atemübungen machen oder sogar Musik hören. Das sind großartige Vorschläge. Körperliche Bewegung oder Entspannungstechniken können helfen, Körper und Geist zu erfrischen. Genau. Experimentieren Sie mit verschiedenen Aktivitäten und finden Sie heraus, was in diesen kurzen Pausen für Sie am besten funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Kurze Pausen in meinen Arbeitsalltag zu integrieren, scheint eine einfache, aber effektive Strategie zu sein. Das ist der Geist. Denken Sie daran, bei Produktivität geht es nicht nur darum, ununterbrochen zu arbeiten, sondern auch darum, auf sich selbst aufzupassen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, neben unserer beruflichen Verantwortung auch Selbstfürsorge und Wohlbefinden zu priorisieren. Absolut. Wenn Sie kurze Pausen einlegen, werden Sie wahrscheinlich insgesamt konzentrierter, energiegeladener und produktiver sein. Ich sehe die potenziellen Vorteile. Ich werde ab sofort damit beginnen, diese kurzen Pausen in meinen Arbeitsalltag zu integrieren. Das ist fantastisch. Denken Sie daran, Konsistenz ist der Schlüssel. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, und Sie werden auf lange Sicht die Früchte ernten. Vielen Dank, dass Sie diesen wertvollen Produktivitätstipp geteilt haben. Ich schätze Ihren Rat und Ihre Anleitung. Lektion 15: Eine Farbe auswählen. Hallo Anna, ich habe vor, ein neues Shirt zu kaufen, entweder ein T-Shirt oder ein Poloshirt. Welche Farbe bevorzugst du? Irgendwelche spezifischen Empfehlungen? Hallo John. Nun, wenn es um Hemden geht, kommt es auf deinen persönlichen Stil und den Anlass an. Welche Farben trägst du normalerweise gerne?
Ich bin offen dafür, etwas anderes auszuprobieren. Normalerweise bevorzuge ich neutrale Farben wie Schwarz oder Weiß, aber ich bin bereit, neue Optionen zu erkunden. Das ist großartig. Wie wäre es, einen Blauton in Betracht zu ziehen? Es ist vielseitig und kann je nach Farbton sowohl lässig als auch elegant sein. Blau klingt interessant. Welche Blautöne schlagen Sie vor? Hellblau, Marineblau oder etwas dazwischen? Hellblau kann für einen frischen und entspannten Look sorgen, während Marineblau formeller und raffinierter wirkt. Das hängt von der Stimmung ab, die Sie erreichen möchten. Ich verstehe. Hellblau für einen lässigen Look und Marineblau für einen formelleren Anlass. Das werde ich bei meiner Entscheidung berücksichtigen. Das klingt nach einem Plan. Eine weitere Farbe, die Sie in Betracht ziehen sollten, ist tiefes Grün. Es ist ein bisschen unkonventionell, kann aber ein starkes modisches Statement abgeben. Tiefgrün klingt wirklich einzigartig. Es ist keine Farbe, die ich schon einmal getragen habe, aber ich bin bereit, meine Komfortzone zu verlassen und es auszuprobieren. Das ist der Geist. Das Ausprobieren neuer Farben kann Spaß machen und erfrischend sein. Vielleicht entdecken Sie einen neuen Favoriten, der perfekt zu Ihnen passt. Ich freue mich darauf, neue Möglichkeiten zu erkunden. Es ist erstaunlich, wie ein einfacher Farbwechsel den eigenen Stil und das Aussehen verändern kann. Absolut. Die Wahl der Kleidung kann einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie wir uns der Welt präsentieren. Farben spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich freue mich über Ihre Vorschläge und Erkenntnisse. Sie haben mir eine neue Perspektive bei der Auswahl einer Hemdfarbe gegeben. Du bist willkommen. Es war mir eine Freude zu helfen. Denken Sie daran, das Wichtigste ist, eine Farbe zu tragen, in der Sie sich sicher und wohl fühlen. In der Tat. Selbstvertrauen ist der Schlüssel, wenn es um Modeentscheidungen geht. Ich werde das berücksichtigen, wenn ich meine endgültige Entscheidung treffe. Ich bin mir sicher, dass du das perfekte Shirt findest. Egal, ob es sich um eine klassische neutrale oder eine abenteuerliche Farbe handelt, trage es mit Stolz. Danke für deine Unterstützung. Ich gehe jetzt raus und erkunde verschiedene Hemdfarben. Wer weiß, vielleicht entdecke ich einen ganz neuen Stil. Viel Glück! Genießen Sie das Einkaufserlebnis und haben Sie Spaß beim Experimentieren mit verschiedenen Farben. Ich wünsche Ihnen einen stilvollen Tag. Ich danke dir. Danke für deine guten Wünsche. Es geht darum, das perfekte Hemd zu finden und neue modische Möglichkeiten zu nutzen. Prost! Lektion 16: Fitnessroutine. Hallo Anna, ja, ich gehe eigentlich ziemlich regelmäßig ins Fitnessstudio. Hast du irgendwelche Tipps, um den Nutzen meines Trainings zu maximieren? Hallo John. Das ist toll zu hören. Ein wichtiger Tipp ist, sicherzustellen, dass Sie Krafttrainingsübungen in Ihre Routine integrieren. Krafttraining? Bisher habe ich mich hauptsächlich auf Cardioübungen konzentriert. Was sind die Vorteile eines zusätzlichen Krafttrainings? Krafttraining hilft beim Aufbau von Muskelmasse, was wiederum den Stoffwechsel erhöht und Ihnen hilft, Kalorien zu verbrennen, auch wenn Sie nicht trainieren. Ah, ich verstehe. Es kann also beim Abnehmen und bei der Verbesserung der gesamten Körperzusammensetzung helfen. Das klingt nach einem guten Grund, mit der Integration zu beginnen. Absolut. Es hilft auch, die Knochendichte,
die Gelenkstabilität und die allgemeine Funktionsstärke bei alltäglichen Aktivitäten zu verbessern. Das ist fantastisch. Ich möchte auf jeden Fall meine allgemeine Fitness verbessern und in meinem täglichen Leben stärker sein. Welche Art von Krafttrainingsübungen empfiehlst du? Es gibt viele Möglichkeiten. Du könntest Übungen wie Kniebeugen, Ausfallschritte, Liegestütze und Planks ausprobieren, um verschiedene Muskelgruppen anzusprechen. Diese Übungen klingen herausfordernd, aber effektiv. Ich werde sie ausprobieren und die Intensität im Laufe der Zeit schrittweise erhöhen. Das ist der Geist. Es ist wichtig, mit der richtigen Form zu beginnen und das Gewicht oder den Schwierigkeitsgrad schrittweise zu erhöhen, um Verletzungen zu vermeiden. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Sicherheit hat immer Priorität. Gibt es spezielle Empfehlungen für die Anzahl der Sätze und Wiederholungen? Das hängt von Ihrem Fitnesslevel und Ihren Zielen ab. Im Allgemeinen ist es ein guter Anfang, mit 2 bis 3 Sätzen mit 8 bis 12 Wiederholungen zu beginnen. Ich hab's. Ich fange mit diesen Zahlen an und passe sie nach Bedarf an. Beständigkeit scheint der Schlüssel zu sein, wenn es um Fitness geht. Absolut. Beständigkeit und fortschreitende Überlastung sind unerlässlich, um Ergebnisse zu erzielen und Ihre Kraft im Laufe der Zeit zu verbessern. Ich werde darauf achten, konsequent zu bleiben und mich selbst herauszufordern. Es ist motivierend zu wissen, dass ich mit Hingabe und Anstrengung Fortschritte machen kann. Das ist die richtige Denkweise. Denken Sie daran, auf Ihren Körper zu hören, sich bei Bedarf auszuruhen und sich für eine optimale Erholung mit nahrhafter Nahrung zu versorgen. Ich werde all diese Faktoren berücksichtigen. Vielen Dank für Ihre Anleitung und Ermutigung. Es inspiriert mich, meine Fitnessreise auf die nächste Stufe zu heben. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, Fitness ist eine persönliche Reise, und es geht um Fortschritt, nicht um Perfektion. Kluge Worte. Nochmals vielen Dank. Auf eine starke und gesunde Zukunft. Prost! Lektion 17: Cardio-Entscheidungen. Hallo Anna, ich möchte etwas für Cardio. Irgendwelche Vorschläge für Übungen, die meine Herzfrequenz erhöhen können? Hallo John. Es gibt viele Möglichkeiten für Cardio-Workouts. Hast du darüber nachgedacht, zu laufen oder zu joggen? Laufen oder Joggen klingt toll. Ich habe gehört, dass es ein wirksames Mittel ist, um die kardiovaskuläre Fitness zu verbessern. Irgendwelche Tipps für Anfänger? Absolut. Beginnen Sie mit einem angenehmen Tempo und erhöhen Sie schrittweise die Dauer und Intensität Ihrer Läufe, wenn sich Ihre Fitness verbessert. Das macht Sinn. Ich fange langsam an und baue meine Ausdauer mit der Zeit auf. Gibt es noch andere Cardioübungen, die ich in Betracht ziehen sollte? Definitiv. Radfahren ist eine weitere hervorragende Option. Sie können im freien Fahrrad fahren oder im Fitnessstudio einen Heimtrainer benutzen. Radfahren klingt interessant. Es ist eine Übung mit geringer Belastung, oder? Das könnte eine gute Alternative für meine Gelenke sein. Ja, Radfahren schont die Gelenke und bietet trotzdem ein hervorragendes Herz-Kreislauf-Training. Außerdem können Sie die Landschaft genießen, wenn Sie im freien Rad fahren. Das ist ein Bonus. Bewegung mit der Natur zu kombinieren, klingt nach einer fantastischen Möglichkeit, motiviert zu bleiben. Irgendwelche anderen Vorschläge? Wie wäre es mit Seilspringen? Es ist einfach,
erschwinglich und kann überall durchgeführt werden. Außerdem ist es ein Ganzkörpertraining, das die Koordination verbessert. Seilspringen klingt lustig. Ich habe das als Kind gemacht. Ich versuche es nochmal. Es ist erstaunlich, wie sich Aktivitäten in der Kindheit immer noch positiv auf die Fitness auswirken können. Absolut. Manchmal können die einfachsten Übungen die größte Wirkung haben. Eine weitere Option ist Schwimmen, ein Ganzkörpertraining mit minimaler Gelenkbelastung. Schwimmen klingt erfrischend. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich abzukühlen und gleichzeitig den ganzen Körper zu trainieren. Ich werde erwägen, es zu meiner Cardio-Routine hinzuzufügen. Das ist eine gute Idee. Wenn Sie Ihre Cardio-Übungen kombinieren, können Sie Ihr Training interessant gestalten und verschiedene Muskelgruppen herausfordern. Abwechslung klingt ansprechend. Ich schätze all diese Vorschläge. Es ist inspirierend zu wissen, dass es so viele Möglichkeiten für Cardio-Training gibt. Du bist willkommen. Denken Sie daran, Aktivitäten auszuwählen, die Ihnen Spaß machen, da es so einfacher ist, auf lange Sicht konstant und motiviert zu bleiben. Kluger Rat. Spaß ist der Schlüssel, wenn es darum geht, sich an eine Fitnessroutine zu halten. Hier geht es darum, das perfekte Cardio-Training zu finden und gesünder zu werden. Lektion 18. Ausflugsaktivitäten. Hallo Anna, ich plane einen Kurzurlaub. Ich bin neugierig, an welchen Aktivitäten interessieren Sie sich für Ihren eigenen Urlaub? Hallo John. Ich genieße eine Mischung aus Abenteuer und Entspannung. Wandern und Erkunden von Naturpfaden stehen immer ganz oben auf meiner Liste. Wandern klingt aufregend. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden und atemberaubende Ausblicke zu genießen. Gibt es bestimmte Wanderziele, die Sie empfehlen? Absolut. Wenn Sie malerische Landschaften mögen, schlage ich vor, Nationalparks wie Yosemite oder Zion zu besuchen. Sie bieten unglaubliche Wandermöglichkeiten. Das klingt nach tollen Orten. Ich werde sie mir auf jeden Fall ansehen. Welche anderen Abenteueraktivitäten magst du? Ich bin ein Fan von Wassersport. Schnorcheln und Kajakfahren in kristallklarem Wasser sind aufregende Erlebnisse, bei denen Sie das Meeresleben entdecken können. Wassersport klingt fantastisch. Die Unterwasserwelt zu erkunden und durch die Wellen zu gleiten, muss berauschend sein. Irgendwelche anderen Vorschläge? Wenn Sie eine Herausforderung suchen, können Klettern und Seilrutschen für einen Adrenalinschub sorgen. Sie eignen sich hervorragend, um deine Grenzen zu überschreiten und Ängste zu überwinden. Klettern und Seilrutschen klingen abenteuerlich. Ich bewundere den Mut, den man braucht, um sich an diesen Aktivitäten zu beteiligen. Ich erwäge, sie auszuprobieren. Das ist der Geist. Wenn Sie Ihre Komfortzone verlassen, kann dies zu unglaublichem persönlichem Wachstum und unvergesslichen Erlebnissen führen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, sich auf neue Abenteuer einzulassen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Und was ist mit Entspannungsaktivitäten? Wenn es um Entspannung geht, mag ich Yoga und Meditation. Sie helfen mir, abzuschalten, Stress abzubauen und inneren Frieden zu finden. Yoga und Meditation klingen nach perfekten Aktivitäten, um Ruhe zu finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie die aktiveren Abenteuer ergänzen würden. Absolut. Aufregung und Entspannung in Einklang zu bringen, ist der Schlüssel zu einem rundum gelungenen Urlaub. Gibt es spezielle Entspannungsaktivitäten, die Sie bevorzugen?
Ich finde es unglaublich beruhigend, ein gutes Buch am Strand zu lesen oder lange Spaziergänge in der Natur zu machen. Sie ermöglichen es mir, neue Energie zu tanken und nachzudenken. Das sind wunderbare Möglichkeiten, sich zu entspannen. Sich mit Literatur zu verbinden und in die Natur einzutauchen, kann für Geist und Seele so verjüngend sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist erstaunlich, wie einfache Aktivitäten so viel Freude und Frieden bringen können. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Präferenzen mitgeteilt haben. Du bist willkommen. Es ist immer interessant, etwas über verschiedene Urlaubsaktivitäten zu erfahren. Ich hoffe, Ihr Kurzurlaub ist voller Abenteuer, Entspannung und unvergesslicher Momente. Ich danke dir. Danke für deine guten Wünsche. Es geht darum, unvergessliche Ferien zu planen und all die wunderbaren Aktivitäten zu genießen, die die Welt zu bieten hat.